Ich werde dir 3 verschiedene Methoden zeigen, wie du dein Sprechen mit ChatGPT verbessern kannst, aber auch Smalltalk-Gespräche führen kannst. Bleib bis zum Ende, dann werde ich dir nämlich noch einige Bonustipps geben, mit denen du ganz schnell dein Sprechen mit ChatGPT verbessern kannst. Lass dem Video ein Like da und abonniere den Kanal. Weiter geht's. Warum sollte man ChatGPT als Gesprächspartner nehmen? Ich werde dir jetzt 4 Vorteile nennen, die es hat, wenn du ChatGPT zu deinem Gesprächspartner nimmst. Der erste Vorteil, den du dabei hast, ist, dass ChatGPT 24/7 verfügbar ist. Das heißt, du kannst immer mit ChatGPT sprechen, wenn du Zeit und Lust hast. Sei es morgens um 8 Uhr oder abends um 22 Uhr. Du kannst immer mit ChatGPT sprechen und das ist ein großer Vorteil. Kommen wir zum Vorteil Nummer 2. Bist du auch ein Schüler, der sich schämt, zu sprechen und Fehler zu machen? Dann ist ChatGPT optimal für dich. Denn ChatGPT ist natürlich nur eine Maschine. Du kannst also so viele Fehler machen, wie du willst und er wird dich nicht auslachen und du brauchst dich nicht zu schämen. Dritter Vorteil ist die Flexibilität. Egal welches Niveau du hast, ob du A2, C1, C2 oder was auch immer für ein Niveau du hast. ChatGPT kann sein Niveau an dein Niveau anpassen. Du musst ihm einfach nur sagen, auf welchem Niveau du sprechen möchtest, dann wird er sein Vokabular, seinen Wortschatz an deinen anpassen. Vierter Vorteil. Du kannst ChatGPT ganz einfach sagen, er soll dich herausfordern, damit du es ein bisschen schwieriger hast, es aber nicht zu schwierig für dich ist, so dass du neue Wörter dazulernen kannst. Kommen wir nun zu den 3 Wegen, wie du dein Sprechen mit ChatGPT verbessern kannst. Die erste Methode ist, dass du mit ChatGPT ein freies Gespräch führst. Das heißt, du fängst einfach an, mit ChatGPT zu sprechen, ohne einen konkreten Plan zu haben oder ein konkretes Thema. Das könnte dann in etwa so aussehen. Hallo, ChatGPT. Hallo, wie geht's dir heute? Mir geht's gut und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Danke. Was gibt's Neues bei dir? Ich habe heute frei. Normalerweise arbeite ich, aber heute habe ich frei. Das klingt nach einem schönen Tag. Hast du etwas Besonderes geplant? Ich wollte heute vielleicht draußen essen gehen. Das klingt gut. Weißt du schon, wo du hingehen möchtest? Vielleicht gehe ich ins Restaurant, aber vielleicht esse ich auch heute zu Hause. Zweite Methode, wie du dein Sprechen verbessern kannst mit ChatGPT ist, du möchtest Deutsch mit einem Privatlehrer lernen. Ich bin Deutschlehrer mit über 1000 Stunden Erfahrung. Weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung. Klick auf den Link und sichere dir $10 Bonus. Weiter geht's. Dass du ein konkretes Thema vorgibst. Außerdem ist es wichtig, ChatGPT zu sagen, wie er sich verhalten soll. So kann man ihm beispielsweise sagen, er soll sich so verhalten wie ein Freund oder ein Arbeitskollege. Das könnte dann in etwa so aussehen. Hallo. Wie kann ich dir weiterhelfen? Ich möchte, dass du mit mir über das Thema Reisen sprichst. Außerdem möchte ich, dass du ein geduldiger Freund bist und mir Nachfragen stellst, wenn du etwas nicht verstehst. Klar, das mache ich gerne. Erzähl mir, wohin du gerne reisen möchtest. Ich möchte gerne nach Marokko reisen. Meinst du Marokko? Warum interessiert dich dieses Land? Ich finde es interessant. Was empfiehlst du mir dort? Marokko hat viel zu bieten. Marrakesch mit seinen bunten Märkten, die Wüste Sahara für ein Wüstenabenteuer oder die Küste von Essaouira zum Entspannen. Es gibt viel zu entdecken. Drittens, Rollenspiele mit ChatGPT machen. Du kannst ganz einfach sagen, er soll eine bestimmte Rolle einnehmen. So kannst du jede Situation in deinem Alltag üben. Beim Arzt, beim Vorstellungsgespräch, im Restaurant, beim Einkaufen. Einfach jede Situation. Das könnte in etwa so aussehen. Hallo, wie kann ich dir heute helfen? Du bist ein Arzt und ich bin jetzt dein Patient. Wir wollen dieses Rollenspiel machen, okay? Das können wir machen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe heute Rückenschmerzen. Das tut mir leid zu hören. Seit wann haben Sie die Schmerzen? Ich habe die Schmerzen seit letzter Nacht, als ich schlecht geschlafen habe. Es könnte eine Verspannung sein. Versuchen Sie, sich etwas zu entspannen und vielleicht eine Wärmflasche zu benutzen. Ich habe aber regelmäßig Rückenschmerzen. In diesem Fall wäre es gut,
langfristig Ihre Sitzhaltung zu überprüfen und vielleicht gezielte Rückenübungen zu machen. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Nee, noch nicht. Ich mache aber regelmäßigen Sport. Das ist gut. Vielleicht könnten spezielle Rückenübungen helfen. Es wäre auch sinnvoll, die Sportart und Ihre Bewegungsabläufe zu überprüfen. Ab jetzt bist du ein Kellner im Restaurant. Was möchtest du bestellen? Ich möchte gerne eine Cola haben und eine Pizza. Natürlich. Eine Cola und eine Pizza. Kommt sofort. Möchtest du eine spezielle Pizza oder hast du bestimmte Beläge im Sinn? Ja, ich möchte eine Pizza Margarita und auch einen Salat haben, bitte. Natürlich. Eine Pizza Margherita und einen Salat. Möchtest du noch etwas dazu? Vielleicht ein Getränk? Welche Getränke gibt es denn? Wir haben Wasser, Softdrinks und frische Säfte. Was darf es sein? Ich möchte heute einen Eistee. Eine gute Wahl. Kommt sofort. Das Gleiche kannst du auch für andere Situationen machen. Für dein Vorstellungsgespräch oder alle anderen Situationen, die du im Alltag hast. Jetzt gebe ich dir noch einige Tipps, wie du die besten Ergebnisse bei ChatGPT bekommst. Du musst ChatGPT immer sagen, welche Person er sein soll. Ob er ein Freund, ein Kellner, ein Unternehmer sein soll oder ein Verkäufer, damit er genauso sprechen kann. Außerdem solltest du ihm auch sagen, er soll dich korrigieren, wenn du Fehler machst. Wenn das Vokabular zu leicht ist, musst du ihm das sagen. Genauso, wenn es zu schwierig ist für dich. Lerne jeden Tag 10 Minuten mit ChatGPT. Oder zumindest mehrere Male in der Woche. 10 Minuten reichen schon vollkommen aus. Versuche dabei, auf verschiedene Methoden mit ChatGPT zu sprechen. Ich habe dir 3 vorgestellt. Freies Gespräch führen, ihm ein Thema vorgeben oder ein Rollenspiel machen. Versuche Abwechslung zu haben, damit es dir nicht langweilig wird. Du brauchst natürlich keine Angst zu haben, da ChatGPT nur eine Maschine ist. Ich fasse nochmal zusammen. Du hast mit ChatGPT unheimlich viele Vorteile, da er sehr flexibel ist, immer verfügbar ist und du verschiedenste Sprechübungen mit ihm machen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abonnement von dir freuen. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du noch mit ChatGPT dein Deutsch verbessern kannst, zum Beispiel in der Grammatik, beim Hören, Lesen und Schreiben. Gerne. Ich stelle dir Sätze in der Gegenwart und du verwandelst sie zuerst ins Perfekt und dann ins Präteritum. Ich gebe dir danach Feedback. Dann wird dir mein anderes Video über ChatGPT gefallen. Klick also auf das nächste Video hier.